Lektion 1. Selbstgemachte Gespräche. Hast du schon einmal versucht, zu Hause Bier zu brauen? Nein, aber es klingt interessant. Hast du es versucht? Ich habe es einmal versucht. Sagen wir einfach, es stellte sich heraus, dass ein wissenschaftliches Experiment schiefgelaufen ist. Oh je. Was ist schiefgelaufen? Ist es explodiert? Zum Glück gab es keine Explosionen, aber der Geschmack war ziemlich einzigartig. Das klingt sowohl alarmierend als auch amüsant. Welches Rezept hast du verwendet? Ich habe ein einfaches Pale Ale probiert, aber vielleicht habe ich zu viel Hopfen hinzugefügt. Also war es ein bisschen bitter, oder? Sicher, es hätte ein guter Treibstoff für eine kleine Rakete sein können. Lektion 2. Grundlagen der Ernährung. Ich habe gehört, dass Babyflaschen auch wichtig sind. Ja, sie sind unverzichtbar für die Ernährung von Babys. Was macht deiner Meinung nach eine gute Babyflasche aus? Ich glaube, sie sollten leicht zu reinigen sein und aus sicheren Materialien bestehen. Genau. Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn es um Produkte für Säuglinge geht. Was ist mit dem Design? Sollte es ergonomisch für den Griff des Babys sein? Definitiv. Ein gutes Design verhindert Verschüttungen und erleichtert das Füttern. Und ich gehe davon aus, dass unterschiedliche Durchflussraten für unterschiedliche Altersgruppen unerlässlich sind? Unbedingt. Auf diese Weise kann sich das Baby während des Wachstums bequem ernähren. Es ist faszinierend, wie viel über etwas so scheinbar Einfaches nachgedacht wird. Lektion 3. Franklins Vermächtnis. Wussten Sie, dass Franklin daran interessiert war, seine Stadt zu einem besseren Ort zum Leben zu machen? Davon hatte ich etwas gehört. Was hat er getan? Er gründete eine öffentliche Bibliothek, was für seine Zeit ziemlich innovativ war. Eine Bibliothek? Das ist bemerkenswert. Was für eine wunderbare Ressource für die Community. In der Tat, es war eine hervorragende Möglichkeit, Lernen und Alphabetisierung zu fördern. Was hat er außer Bibliotheken noch zur Gesellschaft beigetragen? Er gründete auch ein Krankenhaus und setzte sich für Brandschutzmaßnahmen ein. Faszinierend. Es ist erstaunlich, wie das Handeln einer Person eine Gemeinschaft prägen kann. Unbedingt. Seine Vision für den öffentlichen Dienst war seiner Zeit wirklich voraus. Lektion 4. Seemannsreise. Südlich der Schifffahrtswege segelten Bligh und seine treuen Anhänger in ihrem offenen Boot. Das klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Vor welchen Herausforderungen standen Sie? Sie stießen auf tückische Gewässer und unvorhersehbares Wetter. Ich kann mir die Spannung in solchen Momenten vorstellen. Waren Sie vorbereitet? Sie waren einigermaßen vorbereitet, wenn auch nicht so gut, wie sie hätten sein können. Wie haben Sie es geschafft, in schwierigen Zeiten hoffnungsvoll zu bleiben? Ihre Kameradschaft und ihr gemeinsames Ziel hielten ihre Stimmung hoch. Das ist bewundernswert. Eine starke Bindung kann wirklich einen Unterschied machen. Sicherlich spielte Teamwork eine entscheidende Rolle für ihr Überleben. Lektion 5. Erfolgreiches Netzwerken. Ja, ich habe an Branchenveranstaltungen teilgenommen und mich an Fachleute gewandt. Das klingt vielversprechend. Wie war deine Erfahrung bisher? Ich muss sagen, es war sowohl aufschlussreich als auch anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. Hast du irgendwelche interessanten Verbindungen geknüpft? Das habe ich in der Tat getan. Ich habe einige Menschen getroffen, die meine Leidenschaft für Innovation teilen. Das ist fantastisch. Networking kann zu vielen aufregenden Möglichkeiten führen. Genau. Ein Herr lud mich sogar ein, an einem Projekt mitzuarbeiten. Das ist eine ziemliche Gelegenheit. Um welche Art von Projekt handelt es sich?
Es beinhaltet die Entwicklung nachhaltiger Technologien für umweltfreundliche Lösungen. Lektion 6. Modefunde. Ich wünsche mir etwas Lässiges und doch Trendiges für meine Garderobe. Wie wäre es mit einer Jeansjacke? Sie sind sehr vielseitig. Eine Jeansjacke könnte perfekt sein. Sie passen zu fast allem. Genau, du kannst es mühelos schick oder leise anziehen. Denkst du, ich sollte mich für ein klassisches Design oder etwas Einzigartigeres entscheiden? Das hängt von deinem Stil ab. Ein Klassiker ist zeitlos und ein einzigartiges Design sticht hervor. Ich verstehe deinen Standpunkt. Ich könnte immer beide ausprobieren und sehen, was sich richtig anfühlt. Das klingt nach einem Plan. Hast du dir überlegt, wo du einkaufen kannst? Ich dachte darüber nach, mir die trendige Boutique in der Innenstadt anzusehen. Lektion 7. Historische Herausforderungen. Viele versuchten, den Sklavenhandel zu vermeiden, aber das war sehr schwierig. In der Tat dauerte diese Praxis mehrere hundert Jahre an, beginnend im 15. Jahrhundert. Es ist tragisch, wie viele darunter gelitten haben. Unbedingt. Es ist wichtig, sich an die Geschichte zu erinnern, um nicht dieselben Fehler zu wiederholen. Auf welche Weise versuchten die Menschen, dem Handel zu widerstehen? Einige Personen organisierten Aufstände, während andere in die Freiheit flohen. Mut ist eine starke Kraft, auch unter schwierigen Umständen. Ohne Zweifel. Die Widerstandsfähigkeit derer, die gegen Ungerechtigkeit gekämpft haben, ist inspirierend. Es erinnert uns an die Bedeutung von Interessenvertretung und sozialer Gerechtigkeit heute. Lektion 8. Erinnerungen an Hotels. Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich zuletzt daran, dass ich es in der Lobby hatte. Wonach hast du in der Lobby gesucht? Ich war auf der Suche nach dem herrlichen Gebäck, das ich beim Frühstück gegessen hatte. Ah, der mit der Sahnefüllung. Es war in der Tat ziemlich köstlich. Ja, das ist es. Es schien wie von Zauberhand zu verschwinden. Vielleicht wurde es von einem übereifrigen Gast weggebracht. Das würde sein plötzliches Verschwinden erklären. Oder vielleicht ist es hinter der Rezeption versteckt und wartet darauf, entdeckt zu werden. Das klingt für mich einfach nach einer köstlichen Schatzsuche. Lektion 9. Einkaufsabenteuer. Hey, hast du in letzter Zeit Klamotten gekauft? Ja, ich war letztes Wochenende dort. Ich habe ein paar fabelhafte Stücke gefunden. Das ist wunderbar. Was hast du entdeckt? Ich bin auf ein farbenfrohes Sommerkleid gestoßen, dem ich einfach nicht widerstehen konnte. Hört sich toll an. Ich könnte mir vorstellen, dass du es bei einem sonnigen Picknick trägst. Genau. Perfekt, um mit Freunden im Freien zu entspannen. Fanden Sie noch etwas Faszinierendes? Ich habe auch ein paar stylische Sandalen gekauft. Sie sind ziemlich bequem. Schuhe sind unverzichtbar für Sommerabenteuer. Lektion 10. Schatzsuche. Ja, überraschenderweise konnte ich während meiner Einkaufstour alles finden, was ich brauchte. Das ist ziemlich beeindruckend. Wonach hast du gesucht, darf ich fragen? Ich war auf der Suche nach den wichtigsten Utensilien für mein Barbecue am Wochenende. In der Tat eine edle Aufgabe. Hast du irgendwelche versteckten Juwelen im Laden entdeckt? Unbedingt. Ich bin auf einige exotische Gewürze gestoßen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Wie aufregend. Gewürze können jedes Gericht aufwerten. Welche hast du gefunden? Es gab eine faszinierende Mischung, die versprach, den Geschmack von gegrilltem Fleisch zu verbessern. Ich kann mir nur vorstellen, wie köstlich das schmecken würde.
Hast du gute Angebote gefunden? Überraschenderweise, ja. Es scheint, dass das Universum mich an diesem Tag bevorzugt hat. Lektion 11. Kluges Reisen. Normalerweise versuche ich, Rabatte auf Flüge, Unterkünfte und Aktivitäten zu finden, wenn ich eine Reise plane. Das ist eine hervorragende Strategie. Wie gehen Sie bei der Suche nach diesen Rabatten vor? Ich verwende eine Vielzahl von Reisewebsites und Vergleichstools, um mir die besten Angebote zu sichern. Klug. Es ist so, als würde man Detektiv auf der Suche nach Reiseschätzen werden. Genau. Ich habe oft das Gefühl, auf einer Schatzsuche nach der perfekten Flucht zu sein. Ich würde mich freuen, Sie bei solchen Operationen zu begleiten. Hast du irgendwelche Tipps für unerfahrene Schatzsucher? Ganz gewiss. Seien Sie bei Ihren Reisedaten immer flexibel. Das kann ein Vermögen sparen. Und wer spart nicht gerne Geld für mehr Sightseeing, oder? Genau. Wenn Sie sich für Newsletter anmelden, können Sie außerdem auf Flashverkäufe aufmerksam gemacht werden. Lektion 12. Marktwunder. Oh, ich liebe es. Die Vielfalt der frischen Produkte, die Sie anbieten, ist einfach unglaublich. Ich stimme vollkommen zu. Jeder Stand ist wie ein lebendiges Gemälde aus Farben und Aromen. Haben Sie jemals eine Frucht probiert, die Sie noch nie zuvor gesehen haben? Ja, ich habe einmal eine Drachenfrucht probiert. Sie war so exotisch wie ihr Name. Das klingt herrlich. Ich bin fasziniert, wie viele verschiedene Früchte es gibt. Die Natur bietet uns wirklich eine Fülle köstlicher Optionen. In der Tat, und es ist auch eine Augenweide, so eine farbenfrohe Vitrine. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Mahlzeit zuzubereiten, die diese frischen Zutaten hervorhebt? Was für eine großartige Idee. Ein frischer Salat voller Aromen klingt perfekt. Lektion 13. Wirtschaftliche Einblicke. Die Menschen können davon profitieren, wenn Spieler in großer Zahl von außerhalb der Region kommen und ihr Geld hier ausgeben. Das ist eine interessante Perspektive. Wie würde sich das Ihrer Meinung nach auf die lokale Wirtschaft auswirken? Es könnte möglicherweise lokale Unternehmen ankurbeln und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Das sehe ich. Mehr Besucher würden eine höhere Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen bedeuten. Genau. Es ist jedoch wichtig, auch die möglichen sozialen Auswirkungen zu berücksichtigen. In der Tat, es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und sozialer Verantwortung. Ganz richtig. Die lokalen Gebietskörperschaften müssen ihre Ressourcen mit Bedacht verwalten, um den Nutzen zu maximieren. Es ist faszinierend, wie Präferenzen die regionale Wirtschaft prägen können. Definitiv. Eine florierende Wirtschaft kann auch zu Verbesserungen der Gemeinschaftseinrichtungen führen. Lektion 14. Historische Perspektiven. Wussten Sie, dass viele Menschen in Südamerika Nachfahren von Sklaven sind, die aus Afrika gebracht wurden? Ja, ich bin mir dieser unglücklichen Geschichte bewusst. Die Auswirkungen der Sklaverei haben viele Jahre gedauert. Unbedingt. Es hat Kulturen, Gesellschaften und Volkswirtschaften tiefgreifend geprägt. Es scheint entscheidend, diese Geschichte anzuerkennen, um aktuelle Probleme zu verstehen. In der Tat, das Verständnis des Erbes kann wertvolle Einblicke in die gesellschaftliche Dynamik liefern. Gab es Bewegungen oder Figuren, die diese Erzählung maßgeblich beeinflusst haben? Viele Menschen haben im Laufe der Geschichte mutig für Freiheit und Gleichheit gekämpft. Ihr Mut ebnete den Weg für Fortschritt und Bewusstsein, die bis heute relevant sind. Genau. Es ist wichtig, ihr Erbe zu ehren und daraus zu lernen.
Lektion 15. Frühjahrsputz. Ich glaube, wir sollten Dinge loswerden, die wir nicht brauchen. Das macht Sinn. Ich glaube, ich habe viele Gegenstände, die einfach Platz beanspruchen. Ich auch. Ich frage mich oft, warum ich bestimmte Gegenstände immer noch besitze. Genau. Gibt es einen bestimmten Gegenstand, den Sie mögen und von dem Sie wissen, dass Sie ihn wegwerfen sollten? Ich habe ein altes Paar Rollschuhe, die ich seit Jahren nicht mehr benutzt habe. Rollschuhe? Sehr retro. Bist du sicher, dass du sie aus nostalgischen Gründen nicht behalten möchtest? Vielleicht, aber sie sind eher ein Staubsammler als ein lustiges Accessoire geworden. Ich verstehe. Manchmal hindern uns die Erinnerungen, die mit Gegenständen verbunden sind, daran loszulassen. In der Tat. Möchtest du mit mir an einer Entrümpelungssitzung teilnehmen? Lektion 16. Verzweigen. Das ist ein sehr großes Studiengebiet, nicht wahr? In der Tat gibt es verschiedene Wissenszweige, die man erkunden könnte. Ich fühle mich oft überwältigt von der Weite des Ganzen. Ja, es ist erstaunlich, wie vernetzt alles sein kann. Für welche Branche interessieren Sie sich am meisten? Ich habe eine besondere Faszination für Umweltwissenschaften. Das klingt faszinierend. Die Funktionsweise von Ökosystemen ist so komplex. Unbedingt. Jeder winzige Organismus spielt eine wichtige Rolle im Gesamtbild. Ich bewundere deine Leidenschaft. Haben Sie darüber nachgedacht, weitere Studien in diesem Bereich zu absolvieren? Lektion 17. Geschäftsvision. Haben Sie in letzter Zeit über einen Geschäftsvorschlag nachgedacht? Mir schwirrten ein paar Ideen durch den Kopf, aber noch nichts Konkretes. Das ist interessant. Über welche Arten von Unternehmen haben Sie nachgedacht? Ich habe darüber nachgedacht, eine lokale Bäckerei zu gründen. Eine Bäckerei klingt herrlich. Was würde Ihre Bäckerei von anderen unterscheiden? Ich habe vor, mich auf einzigartige Geschmacksrichtungen zu konzentrieren, die in anderen Geschäften normalerweise nicht zu finden sind. Das ist eine geniale Idee. Kreative Geschmacksrichtungen könnten einen treuen Kundenstamm anziehen. Genau. Außerdem möchte ich einen einladenden Raum für die Community schaffen. Ein großartiges Konzept. Unternehmen, die sich auf die Gemeinschaft konzentrieren, florieren in der Regel. Lektion 18. Süße Leckereien. Das wäre toll. Wir können uns danach auch etwas Eis holen. Eiscreme ist ein ausgezeichneter Abschluss unseres Ausflugs. Welchen Geschmack bevorzugst du? Ich mag Minzschokoladensplitter ziemlich gerne. Wie steht's mit dir? Ich muss gestehen, ich tendiere zur klassischen Vanille, obwohl ich gerne mit anderen experimentiere. Vanille ist eine vielseitige Wahl. Sie passt zu vielen Belägen. Genau. Vielleicht gönne ich mir ein paar Streusel und Schokoladensirup. Das könnte ich mir vorstellen. Was für eine reizvolle Kombination das wäre. Sollen wir einen Termin für unser Abenteuer und unseren Eisgenuss vereinbaren? Lektion 19. Morgenrituale. Das ist großartig. Ich wollte schon lange selbst eine Morgenroutine einrichten. Ich glaube, Morgenroutinen können die Produktivität erheblich steigern. Ich habe gelesen, dass sie dazu beitragen, einen positiven Ton für den Tag zu setzen. In der Tat. Welche Aktivitäten stellen Sie sich vor? Ich möchte etwas dehnen und vielleicht ein warmes Getränk einbauen. Dehnen ist eine hervorragende Idee. Es belebt den Körper nach einer Nachtruhe. Ja, und ich würde auch gerne ein paar Minuten friedlicher Besinnung genießen. Das klingt herrlich. Ein Moment der Ruhe, um das Chaos des Tages zu beginnen.
Genau, die Etablierung dieser Routine könnte meinen Morgen verändern. Lektion 20. Essensplanung. Noch nicht. Ich mache eigentlich zuerst einen Speiseplan. Das klingt nachdenklich. Versuchst du dich gesünder zu ernähren? In der Tat. Ich möchte sicherstellen, dass ich ausgewogene Mahlzeiten für die Woche zubereitet habe. Welche Punkte erwägen Sie in Ihren Speiseplan aufzunehmen? Ich denke darüber nach, mehr Gemüse und Vollkornprodukte zu verwenden. Eine hervorragende Wahl. Buntes Gemüse kann Ihren Mahlzeiten sowohl Nährstoffe als auch Lebendigkeit verleihen. Unbedingt. Außerdem möchte ich verarbeitete Lebensmittel einschränken. Kluge Entscheidung. Von Grund auf neu zu kochen kann ermutigend und köstlich sein. Ja, und ich glaube, es wird mir auch auf lange Sicht helfen, Geld zu sparen. Lektion 21. Mit Kindern arbeiten. Ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten. Das ist wunderbar. Haben Sie darüber nachgedacht, auf welchen speziellen Bereich Sie sich konzentrieren möchten? Ich denke darüber nach, in Kinderlagern zu unterrichten, in denen die Schüler verschiedene Fähigkeiten erlernen. Was für eine lohnende Erfahrung das wäre. Haben Sie eine bestimmte Fähigkeit im Sinn? Vielleicht könnte ich Kunsthandwerk oder sogar grundlegende Kochkünste vermitteln. Beides klingt herrlich. Kinder zeigen oft eine immense Kreativität. Ich glaube, das tun sie. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Das ist es auf jeden Fall. Hatten Sie schon einmal Erfahrung in der Arbeit mit Kindern? Ich habe nur Freiwilligenarbeit an örtlichen Schulen geleistet, aber es war ziemlich erfüllend. Lektion 22. Stil als Accessoire verwenden. Es passt gut, aber ich finde es ein bisschen schlicht. Ich verstehe, was du meinst. Haben Sie darüber nachgedacht, Zubehör hinzuzufügen? Habe ich nicht. Aber das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Accessoires können ein Outfit dramatisch aufwerten. Was hast du im Sinn? Vielleicht würde eine mutige Statement-Halskette oder ein stilvoller Schal funktionieren. Beides sind großartige Optionen. Ein lebendiger Schal könnte für einen Farbtupfer sorgen. Stimmt. Ich könnte sicherlich etwas Farbe gebrauchen, um es aufzuhellen. Erwägen Sie auch einige schöne Ohrringe oder einen modischen Gürtel, um den Look zu verbessern. Das sind fantastische Ideen. Ich werde diese Optionen auf jeden Fall erkunden. Lektion 23. Packen für das Abenteuer. Großartig. Lassen Sie uns auch eine Liste der Dinge erstellen, die wir für die Reise einpacken müssen. Eine Liste ist eine kluge Idee. Welche Artikel sollten Ihrer Meinung nach ganz oben stehen? Ich nehme an, dem Wetter angepasste Kleidung wäre unerlässlich. Unbedingt. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns während unserer gesamten Reise wohlfühlen. Und wir sollten keine Toilettenartikel und persönliche Gegenstände vergessen. Ja, die sind entscheidend. Was ist mit der Unterhaltung für die Reise? Musik und Bücher sind immer gute Begleiter für lange Reisen. Genau. Vielleicht bringe ich ein Reisetagebuch mit, um unser Abenteuer zu dokumentieren. Das klingt wunderbar. Das würde für tolle Erinnerungen sorgen. Lektion 24. Utopische Ideale. Im Gegensatz zu der Utopie von Frieden und Gleichheit, von der demokratische Sozialisten geträumt haben, stehen wir vor vielen Herausforderungen. In der Tat. Es scheint, dass die Realität oft von idealistischen Visionen abweicht. Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach am schwierigsten? Wirtschaftliche Ungleichheiten und soziale Ungerechtigkeiten sind erhebliche Hürden, die es zu überwinden gilt. Unbedingt. Um echte Gleichheit zu erreichen, sind beharrliche Anstrengungen erforderlich.
Es ist von entscheidender Bedeutung, Dialoge zu führen, die Verständnis und Einheit fördern. Gut gesagt. Veränderung kann nur eintreten, wenn wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten. Genau. Bewusstsein ist der erste Schritt zu bedeutsamen Fortschritten. Es ist in der Tat eine inspirierende Vision. Lassen Sie uns weiter nach einer besseren Gesellschaft streben. Lektion 25. Populäre Studien. Verwaltung, Pädagogik, Kinderstudien und Psychologie scheinen heutzutage besonders beliebt zu sein. Das tun sie wirklich. Viele Menschen sind daran interessiert, menschliches Verhalten und Entwicklung zu verstehen. Was mich fasziniert ist, wie eng diese Bereiche miteinander verknüpft sind. Unbedingt. Wissen in einem Bereich verbessert oft das Verständnis in einem anderen. Ich kann mir vorstellen, dass Absolventen dieser Programme eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten zur Verfügung haben. Ja, sie können in Schulen, in der Beratung oder sogar in der Unternehmensausbildung arbeiten. Das klingt unglaublich erfüllend. Was würdest du wählen, wenn du die Chance dazu hättest? Ich würde mich wahrscheinlich mit Kinderstudien befassen. Die Arbeit mit Kindern ist sehr lohnend. Ich kann mir vorstellen, dass du dich in diesem Bereich hervorgetan hast. Ihr Mitgefühl und ihre Geduld wären von unschätzbarem Wert. Lektion 26. Spaß am Experimentieren. Wir können einfache Experimente wie das Züchten von Pflanzen aus Samen oder das Ausbrechen eines Vulkans ausprobieren. Ich habe gute Erinnerungen an Vulkanexperimente in der Schule. Die Aufregung, wenn es ausbricht, ist einfach berauschend. Unbedingt. Es ist sowohl lehrreich als auch unterhaltsam. Haben Sie bestimmte Pflanzen im Sinn? Vielleicht könnten wir Kräuter anbauen. Sie sind nützlich und riechen wunderbar. Was für eine großartige Idee. Basilikum und Minze wären perfekt zum Kochen. Ja, wir könnten unseren eigenen Kräutergarten anlegen. Der Gedanke an frische Kräuter an unseren Fingerspitzen ist ziemlich aufregend. Ich freue mich schon. Wann fangen wir an? Lektion 27. Gewürzabenteuer. Ich muss wissen, wie man mit extrem heißen Gerichten umgeht. Das würde man meinen, wenn man bedenkt, dass man scharfes Essen liebt. Ich bin ein Gewürzliebhaber und genieße es, fast jeder Mahlzeit Wärme hinzuzufügen. Das ist ziemlich gewagt. Hast du es jemals versehentlich übertrieben? Öfter als ich zugeben möchte. Meine Geschmacksknospen haben wilde Abenteuer erlebt. Ich schätze, es geht nur um Ausgewogenheit. Welche heiße Zutat ist deine Lieblingszutat? Ich würde sagen Jalapenos, perfekt scharf, ohne überwältigend zu sein. Eine klassische Wahl. Haben Sie versucht, verschiedene Arten von Chilischoten zu verwenden? Ich habe mich nicht über Jalapenos hinausgewagt, aber ich bin offen für Entdeckungsreisen. Lektion 28. Uralte Wunder. Unbedingt. Ich habe gehört, dass es sich um eine atemberaubende antike Tempelanlage handelt. Soweit ich weiß, ist die Architektur erstaunlich kompliziert. Ja, die Geschichte hinter solchen Städten ist oft reich und faszinierend. Ich würde gerne mehr über die Kulturen erfahren, die sie geschaffen haben. Stell dir vor, welche Geschichten diese Steine erzählen könnten, wenn sie sprechen könnten. Ziemlich poetisch. Es ist faszinierend, wie sie den Test der Zeit bestanden haben. In der Tat zeigt es den Einfallsreichtum der alten Zivilisationen. Glaubst du, wir könnten eines Tages eine solche Seite besuchen? Das hoffe ich auf jeden Fall. Die Erkundung antiker Wunder wäre eine unglaubliche Erfahrung. Lektion 29. Akkadische Geschichte. Die Akkadier, die französischsprachigen Einwohner, durften das Land nach Belieben bleiben oder verlassen.
Das ist ein wichtiger Aspekt Ihrer Geschichte. Wie hat sich diese Freiheit auf Ihre Gemeinschaften ausgewirkt? Viele entschieden sich dafür, sich dauerhaft niederzulassen, während andere in verschiedene Regionen auswanderten. Die dadurch entstandene Vielfalt muss die lokale Kultur bereichert haben. In der Tat, ihr Erbe trägt wesentlich zum kulturellen Geflecht der Region bei. Ich finde es faszinierend, wie Geschichte heutige Identitäten prägen kann. Unbedingt. Das Verständnis unserer Wurzeln kann einen wertvollen Kontext bieten. Was für ein zum Nachdenken anregendes Gespräch. Haben Sie viel zu diesem Thema recherchiert? Ein bisschen. Es macht mir Spaß, etwas über verschiedene Kulturen und ihre Geschichten zu lernen. Lektion 30. Morgenroutine. Ich sollte es auch versuchen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man eine Routine etabliert? Ganz gewiss. Der Schlüssel ist, klein anzufangen und von dort aus zu bauen. Das macht Sinn. Was hältst du für essentiell für einen gelungenen Morgen? Ich empfehle, ein gesundes Frühstück und etwas körperliche Aktivität einzuplanen. Ich stimme zu. Es gibt einen positiven Ton für den Rest des Tages an. Darüber hinaus kann es motivierend sein, sich dafür zu belohnen, dass Sie sich an die Routine halten. Ausgezeichneter Vorschlag. Welche Art von Belohnung findest du effektiv? Ich gönne mir oft meinen Lieblingstee oder eine reizvolle Podcast-Folge. Die klingen wunderbar. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich an meiner Routine arbeite. Lektion 31. Landminen. Wenn wir schnell handeln, können wir diese durch Landminen verursachte Seuche auf der Erde beenden. Das ist ein nobles Ziel. Die Auswirkungen von Landminen sind verheerend für die Gemeinden. Genau. Je schneller wir das Problem angehen, desto eher können wir die Sicherheit wiederherstellen. Welche Schritte sollten wir Ihrer Meinung nach unternehmen, um uns für Veränderungen einzusetzen? Es ist von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen und Umzugsinitiativen zu unterstützen. Ja, Bildung kann Gemeinden in die Lage versetzen, diese Probleme anzugehen. Zusammen können wir einen großen Unterschied machen. Ich bin begeistert davon, diese Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Mit Entschlossenheit können wir den Wandel vorantreiben, der für zukünftige Generationen notwendig ist. Lektion 32. Die Geographie der Seen. Wussten Sie, dass der Huronsee in den St. Clair River mündet? Ja, und der Fluss fällt ungefähr 3 Meter zwischen dem Huronsee und den kleinen flachen Regionen. Ein ziemlich interessantes geografisches Merkmal. Es ist faszinierend, wie Wasser fließt. Es ist erstaunlich, wie solche Systeme verschiedene Gewässer verbinden. Und die Ökosysteme, die sich um sie herum entwickeln, sind unglaublich vielfältig. Unbedingt. Jeder Teil dieser Wasserstraße spielt in seiner Umgebung eine entscheidende Rolle. Warst du schon einmal am Huronsee? Habe ich nicht, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Die Landschaft muss atemberaubend sein. Ich habe gehört, dass die Sonnenuntergänge über dem See besonders atemberaubend sind. Lektion 33. Grundlegende Dienste. Dienstleistungen in der Gemeinde sind für ihr Überleben unerlässlich. Unbedingt. Sie verbinden Einzelpersonen mit lebenswichtigen Ressourcen und Unterstützungssystemen. Ich glaube, der Zugang zu diesen Diensten sollte Vorrang haben. Ja, es stellt sicher, dass jeder gedeihen und zur Gesellschaft beitragen kann. Welche Art von Dienstleistungen sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten? Ich würde argumentieren, dass Bildung und Gesundheitswesen ganz oben auf der Liste stehen. Ich stimme vollkommen zu. Sie sind grundlegend für den Aufbau einer widerstandsfähigen Gemeinschaft.
Darüber hinaus bieten sie Einzelpersonen Wachstums- und Verbesserungsmöglichkeiten. Genau. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Gemeinden für bessere Dienstleistungen einsetzen. Lektion 34. Geldwechsel. Ich frage mich, wie hoch ist der Wechselkurs für US-Dollar derzeit? Das ist eine wichtige Frage, besonders für alle, die reisen. In der Tat. Im Ausland neige ich immer dazu, zu viel über Währungsumrechnungen nachzudenken. Du bist nicht allein. Es kann sich jedes Mal wie eine kleine Matheprüfung anfühlen. Genau. Ich würde mich lieber darauf konzentrieren, die Reise zu genießen, als den Austausch zu berechnen. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Währungsumrechner-App zu verwenden? Habe ich nicht, aber das klingt nach einer großartigen Idee. Sie sind ziemlich praktisch und können helfen, einen Teil dieser mentalen Mathematik zu eliminieren. Klingt nach dem perfekten Reisebegleiter. Ich werde sofort einen herunterladen. Lektion 35. Gemütliche Abende. Ich auch nicht. Es wird ein gemütlicher und erholsamer Abend. Unbedingt. Das sind wirklich die besten Abende. Was hast du für diesen gemütlichen Abend geplant? Ich glaube, ich gönne mir ein gutes Buch und eine warme Tasse Tee. Das klingt herrlich. Ich schaue mir vielleicht einen Film mit ein paar Snacks an. Perfekte Kombination. Hast du dich schon für einen Film entschieden? Vielleicht etwas Unbeschwertes, damit die Stimmung Spaß macht. Eine Komödie klingt ideal. Es ist immer aufmunternd. Mit einem guten Lachen kann man nie etwas falsch machen, das ist sicher.